Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den MIP Makothorax Arc Endgames Megaraptor. Und ich muss ehrlich gestehen, Leute, das Ding sieht mega gut aus. Ja, hat das Wort schon im Namen. Eine super coole Funktion mit Wyvern-Krallen aufnehmen, um Fähigkeiten zu bekommen und so. Das sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. Aber bevor wir uns die exakten Details angucken, wurde ich ein paar Mal in den Kommentaren gefragt, wie kann man denn abstimmen? Also erst, Leute, ihr meldet euch einfach auf der Seite ganz normal an. Das kann man über Xbox und so ein Kram machen, PlayStation, also relativ einfach, sich hier anzumelden. Kostet auch nichts. Und dann geht ihr einfach auf die Dinos, die ihr wollt. Ich sage bewusst Dinos oder Kreaturen, weil ihr könnt für mehrere abstimmen. Ja? Letzte Woche habe ich zum Beispiel den Giant Moa vorgestellt. Habt ihr hier so einen Pfeil. Wenn ihr da drauf drückt, seht ihr, wenn ihr so dann so blau leuchtet, habt ihr dafür gewotet. Ja? Das heißt, hier ist ein Vote von mir mit dazugegangen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Megaraptor ansehen, den. Mal gerne zurückgehen, ja. So, und auch hier habe ich auch für gewotet. Ja? Das heißt, ihr könnt auch wirklich für mehrere voten, weil es kommen hier erst einmal 10 Stück, zumindest war es letztes Mal so, es wird wahrscheinlich diesmal auch so sein, 10 Stück in so eine Endauswahl und dann können wir so gesehen wieder weiter abstimmen, ja, um halt den einen zu bekommen. Also, geht auf jeden Fall hin und stimmt für die ab, wo ihr sagt, die wollt ihr unbedingt drin haben. Ja, Leute, das ist der Megaraptor. Das Bild ist natürlich gezeichnet, ja. Also ich meine, das sieht man ja, das ist keine Ingame-Grafik. Hier haben wir auch nochmal so eine Art-Style, wo das Ding hingeht. Auch hier nochmal die Größe ist so ein bisschen in Richtung, ich würde sagen, Alu. Hier haben wir auch nochmal vielleicht ein ganz gutes Bild. Hier kann man es besser einschätzen. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Das ist wirklich ein größerer Raptor im Verhältnis zu auch, ja, ich sag jetzt mal den Alu oder so. Also sieht schon andere Körperform aus. So, gehen wir aber mal durch, Leute. Was kann das Ding denn? Weil es, wie gesagt, es hat super coole Funktionen. Also der Mod hat auf jeden Fall einige geile Sachen überlegt und die habe ich euch wieder natürlich übersetzt und die gehen wir jetzt hier einmal komplett durch. Da würde ich sagen, ich switch mal ganz kurz das Bild und dann starten wir mit der Übersetzung. Mal gespannt, ob ihr die Kreatur auch so feiert, wie ich sie feiere. Also, hallo zusammen, ich wieder da mit dem Maib Makothorax, dem Endgame Megaraptor von Ark. Nachdem ich mir einige Vorschläge und Kommentare angesehen habe, habe ich bewusst ihm einige Dinge zu geben, die ihm von anderen fleischfressenden Dinosauriern von Ark abzuheben. Ich habe eine Fähigkeit geändert, sein Dossier aktualisiert, habe ihm eine einzigartige Zähmungsmethode gegeben, um ihm neue Mechaniken verpasst, die ihn besser ins Scorched Earth einfügen. Ich präsentiere euch nun die überarbeitete Version vom Mai. Nebenbei, Leute, mal ganz kurz was zum Reinwerfen. Ich glaube, für Aberration habe ich ein kleines Projekt vor, kleiner Mini-Teaser. Ich glaube, wir werden versuchen, mit der kompletten Community hier zusammen einen Dino zu entwerfen. Aber das machen wir erst für Aberration, weil da kommt ja wieder eine Abstimmung. Für Scorched Earth ein bisschen spät, aber da kommt was. Freut euch drauf. Erstmal, Leute, erstmal die Fähigkeiten, was er kann. Und danach kommen wir zu den ganz coolen Dingen, wie gesagt, mit den Wyvern-Krallen. Also Fähigkeiten. Primäre Attacke. Eine einfache Bissattacke, die eine anständige Menge von Schaden verursacht. Wir haben den sekundären Angriff. Wenn Sie die entsprechende Taste drücken oder gedrückt halten, schwingt der Maib schnell seine Krallen. Wenn man eine bestimmte Richtung schaut, schwingt der Maib seine Klauen und dreht sich in die Richtung. Dies funktioniert ähnlich wie beim Sarkobiss, bei dem er sich während des Angriffs drehen kann. Finde ich ganz geil, wenn man beim Sarko ja so guckt und man will so gucken, schwenkt man die Kamera und beißt und dann, finde ich eigentlich ganz cool, ist eigentlich um sich zu bewegen ganz gut. Verkrüppelter Hieb. Wenn du entsprechende Taste drückst, springt der Maib nach vorne und führt mit beiden Händen einen mächtigen Hiebangriff aus. Dieser Angriff verursacht einen neuen einzigartigen Schwächungszauber namens Verkrüppelnde Wunde. Diese Fähigkeit kostet Ausdauer und hat eine Abklingzeit von 5 bis 10 Sekunden, nachdem sie erfolgreich eingesetzt wurde. Dies ist Maibs stärkster Angriff. Könnte vielleicht gegen Flugkreaturen sehr gut sein, wenn es Ausdauer kostet. Wenn du die entsprechende Taste drückst oder hältst, kannst du diese Fähigkeit aufladen und sie gezielt einsetzen. Dies ermöglicht eine viel größere Sprungdistanz, sei es horizontal oder vertikal. Diese Fähigkeit wird insbesondere dazu verwendet, Maibs zu helfen, Flieger zu erreichen. Ja, gut, da stand es auch schon. So, verkrüppelnde Wunde. Wird dieser Stellungszauber auf eine Land- oder Wasserkreatur angewandt, verringert sich ihre Bewegungsgeschwindigkeit, ihre Ausdauer sinkt langsam und sie erleidet mehr Schaden durch eingehende Angriffe. Okay. Wird dieser Schwächungszauber auf eine Kreatur in der Luft angewendet, wird die Ausdauer des Fliegers sofort aufgebraucht
und er wird zum Landen gezwungen. Zu diesem Zeitpunkt kann der Flieger für kurze Zeit keine Ausdauer mehr regenerieren und er leidet mehr Schaden durch eingehende Angriffe. Die Bewegungsgeschwindigkeit des Fliegers wird ebenfalls verringert. Das klingt für mich wirklich so, als ob man damit halt Wyvern vom Himmel holen kann, so als Wyvernjäger, finde ich, könnte man das Ding fast bezeichnen. Springen. Mayep hat die Fähigkeit zu springen, wenn er diese entsprechende Taste gedrückt. Wenn du die Taste drückst oder hältst, kann Mayep einen Supersprung ausführen, ähnlich wie ein Reaper oder Shadow. Okay, auch sehr interessant. Passiv reduziert Fallschaden. Mayep erleidet wenig bis keinen Fallschaden. Er ist in der Lage, aus großen Höhen zu fallen und dabei Großverletzungen zu erleiden. Ich finde, das muss man mit reinnehmen, weil wenn du mit dem Ding überspringen das Land überquerst, musst du einfach eine Fallschadenreduzierung drin haben. Als ästhetisches Brüllen. Ein ästhetisches Brüllen, das cool aussieht und klingt. Ja, okay. Seine Rollen, Leute, was man diesen Dino benutzen wird. Schwächungszauber mit der Fähigkeit, besondere Eigenschaften zu erlangen. Wenn er Wyvern ausrüstet, hat Mayep das Potenzial, seinen Gegner mehrere Schwächungszauber zuzufügen. Er ist außerdem in der Lage, einen einzigartigen Schwächungszauber zu verursachen, verkrüppelnde Wunde. Diese Schwächungszauber können zum Vorteil des Überlebenden eingesetzt werden, indem sie dazu beitragen, den Gegner zu schwächen. Zu den Wyvern-Fähigkeiten, wie gesagt, kommen wir ja gleich. Nestjäger. Aufgrund seiner hohen Manövrierfähigkeit, seines verringerten Fallschadens, seiner erstaunlichen Sprunghöhe ist Maya perfekt geeignet, um Überlebenden bei der Plünderung der Nester von Wyvern zu unterstützen. Er kann ihnen dabei helfen, leichter an die Eier oder der Wyvern zu gelangen. Antiflieger. Mayep kann mit seinen Fähigkeit verkrüppelnde Hiebe jeden Flieger mit Gewalt landen lassen, ja. Solange Mayep lässig Flieger so könnt ihr halt die Flieger ausschalten. Wyvern-Kämpfer. Kann Wyvern effektiv abwehren und bekämpfen. Der Mayep im Gegenwart von Wyvern einen 15- bis 20%igen Schadens- und Resistenzbuff erhält, ist er perfekt geeignet, um sie auszuschalten. Okay, also der wird also gezielt gegen Wyvern eingesetzt. Manticore-Kämpfer. Da Wyvern in dem Kampf gegen den Manticore-Boss gebracht werden können, kann der Mayep mit ihnen gepaart, also ja, die meinen zusammen kämpfen damit der Dinosaurier sein, also besser gesagt, er bekommt ja in der Gegenwart von Wyvern einen 15 bis 20% Buff. Auch, also wie es da steht, ja dann mit befreundeten Wyvern. Das heißt, kämpft ihr mit Wyvern zusammen, wird er auch stärker und dadurch habt ihr halt einen Boni gegen den Manticore. Genau, Schadensausstoß und Resistenzbuff. Dies kann Überlebenden helfen, den Manticore zu besiegen, der Mayep dem Boss mehr Schaden zufügt und gleichzeitig weniger Schaden von ihm einstecken muss. Wächter kann zur Überwachung von Basen oder sich langsam bewegenden Transport-CMO eingesetzt werden. Mit seiner Vielfalt an Angriffen kann der Mayep den meisten Kreaturen Paroli bieten. Reisen als relativ schneller und wendiger Dinosaurier kann der Mayep den Überlebenden bei der Erkundung der riesigen Ödländer der Scorched Earth oder von Scorched Earth helfen. Der Dinosaurier ist in der Lage, seinen Reiter von den vielen Bedrohungen zu schützen, die Wüste so zu finden sind. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt mit den Krallen, Leute. Und das finde ich fast mit am geilsten. Nachdem der Map einige Zeit auf Scorched Earth verbracht hat, hasst er die Anwesenheit von Wyvern. Tatsächlich betrachtet er die Wyvern als seinen natürlichen Feind. Aus diesem Grund hat sich Mayep so entwickelt, dass er leicht in der Lage ist, das Nest der Wyvern zu überfallen und sie zu bekämpfen. Mit Hilfe seiner Supersprungs kann Mayep in den Wyverngräben springen und die Eier der Wyvern stehlen. Wenn er sich in der Nähe von wilden, feindlichen oder verbündeten Wyvern befindet, erhält Mayep einen 15- bis 20%igen Schadens- und Widerstandsbuff. Mayep können auch die Fähigkeiten haben, Wyvern-Effekte auf seine Klauenangriffe anzuwenden. Lass mich erklären, wie das funktionieren würde. Wenn er einen Wyvern tötet, lässt er ja eine Kralle fallen. Mayep kann einen speziellen Platz im Inventar haben, in dem es ihm erlaubt, die Wyvern-Krallen auszurüsten. Dadurch würde der Mayep die Effekte der Wyvern erhalten. Die Effekte der Wyvern werden auf den grundlegenden Klauenangriff des Mayep und seinen Fähigkeiten verkrüppelnder Hieb angewendet werden. Feuerkrallen. Diese Klauen die Klauen des Mayep sind mit Feuer durchdrungen, genau. Durchtränkt mit Feuer wird der Mayep Ziele mit Schwächungszauber entflammen oder einer schwächeren Version des Schwächungszaubers belegen, die nicht so viele Gesundheit verbrennen. Seine Klauen und Hörner wären rot, um den Spielern anzuzeigen, dass er mit einer Feuerkralle ausgerüstet ist.
Blitzkrallen. Miles Klauen sind mit Elektrizität durchdrängt. Durchdrängt mit Elektrizität erhält der Mime eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und die Fähigkeit, seine Ziele zu betäuben. Die Betäubung ist mit den Baryonyx vergleichbar. Nachdem die Betäubung abgeklungen ist, ist das Ziel für eine bestimmte Zeit immun gegen Betäubung, bevor es erneut betäubt werden kann. Seine Klauenhörner wären blau, um dem Spieler zu signalisieren, dass er mit dem Blitzkrallen ausgerüstet ist. Giftkrallen. Die Klauen vom Mime sind mit einem ätzenden Säure durchtränkt. Mit dieser ätzenden Säure durchtränkt führen die Angriffe des Mime dazu, dass das Ziel immer also also mit hier Betäubung, wird die Rüstung abnimmt. Seine Klauen und Hörner wären grün und den Spieler anzuzeigen, dass er mit Giftkrallen verboten ist. Wenn diese Idee umgesetzt wird, könnte sie auf andere Wyvern ausgeweitet werden. Für diese Wyvern müssten einzigartige Talon-Drops hergestellt werden. Damit ist soweit, du hast gemeint, wahrscheinlich wie Crystal Wyvern, Ice Wyvern zum Beispiel und so ein Kram. Das zählen wir, Leute, so als letzter Punkt. Wie zählt man denn diese Kreaturen? Um einen Mime zu zähmen, musst du zuerst in den Wyvern-Graben gehen und Wyvern-Krallen sammeln. Wyvern-Krallen erhältst du, indem du Wyvern tötest. Sobald du diese Wyvern-Krallen hast und einen Mime findest, den du zähmen willst, musst du die Wyvern-Krallen in deinen letzten Slot unten legen. Der Mime spürt, dass du die Wyvern-Kralle ausgerüstet hast und schlägt sofort mit einem verkrüppelten Hieb zu. Du musst in der Lage sein, den Treffer zu verkraften und zu überleben. Nachdem er dich getroffen hat, nimmt der Mime deine Wyvern-Kralle und spielt eine Animation ab, indem er wütend wird. Du solltest auf den Mime springen, während diese Animation abgespielt wird. Zu dem Zeitpunkt erhältst du einen Zähmungsfortschritt für den Mime, indem du mit Wyvern in den Graben tötest. Während du auf den Mime reitest, erhältst du den Stärkungszauber mit Wyvern zu tun haben. Wenn du mit ihm überlebst und genug Wyvern tötest, wird er gezähmt. Wenn er gezähmt und nicht mit einem Sattel ausgerüstet ist, hat er eine Zeitspanne, bevor er dich abwirft. Dieser Timer sollte euch genug Zeit geben, um aus dem Wyvern-Graben zu entkommen. Diese Idee geht. Achso, okay. Also, die Idee, finde ich, ist relativ ähnlich aufgebaut zum Kacher. Ja, beim Kacher müssen wir eine Leiche hinwerfen und dann können wir ihn reiten und müssen dann Dinos töten. Hier müssen wir eine Kralle im Inventar haben. Er springt uns an, dann können wir ihn reiten, dann müssen wir Wyvern töten. Ja, muss ich sagen, finde ich okay, aber ist jetzt nicht die geilste Teilmethode, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Grunde genommen, Leute, finde ich den Mime eigentlich ganz cool, weil ich denke, das mit den Krallen könnte sehr, sehr interessant sein, die Fähigkeiten von ihm zu nutzen. Besonders da er diese Fähigkeit auch nicht auf allen Karten nutzen kann, weil Krallen sind ja zumindest ohne Mods nicht übertragbar auf andere Karten. Das heißt, auf einer Karte wie der Island kann der Mime halt dann nicht seine Fähigkeiten nutzen. Wiederum er auf Karten wie Scorched Earth sie nutzen kann, wisst ihr? Ähm, Deswegen, ich finde es cool. Ich finde ihn sehr, sehr interessant und muss sagen, ich würde ihn auf jeden Fall in meine engere Auswahl mit reinnehmen. Jetzt schreibt mal, Leute, welche der aktuellen Kreaturen findet ihr mit am besten? Auf welche habt ihr Bock? Würde mich mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare. Welche soll ich noch vorstellen? Ich wollte ja eigentlich so maximal 10 vorstellen, dass ich so meine Top 10 und ihr auch vielleicht ein paar noch habt, wo ihr wisst, okay, die könnten ganz cool sein. Deswegen schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.